Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, schön, dass ihr wieder hier am Start seid. Und ich werde euch im heutigen Video alle legendären Gegenstände zeigen, die ihr im Legendary Dungeon bekommen könnt. Ja, gebündelt in diesem einem Video. Und ja, die werde ich euch mit Textbeschreibung, Aussehen und so weiter jetzt vorstellen. Dazu habe ich mich auf den ersten Server hier begeben und mir wurde der Tipp im Discord gestern gegeben, ja, dass ich mal auf S1 gucken soll. Vor allen Dingen der C-Spec soll ganz viele Items haben wohl. Und ich habe mir die mal aufgeschrieben, damit wir alle auch in chronologischer Reihenfolge mehr oder weniger abarbeiten können. Und ja, für alle, die es interessiert, könnt ihr gerne zuschauen, welche Items es alle gibt, so, ne? Oder was die für Beschreibungen haben. Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Und ja, vielleicht auch für Werte und so weiter und so fort. Ja, für alle Leute, die das selbst herausfinden wollen, ja, die können dann jetzt an der Stelle abschalten. Ne? Aber ja, ich denke mal, die meisten von euch wird das hier interessieren. Vielen lieben Dank an die Leute, die hier jetzt schon sehr krass durchgerusht haben durch die Dungeons. Ja, das ist einmal hier der, na, ich werde ja zu den Leuten früher oder später kommen. Wir fangen hier an auf jeden Fall mit Manchurian, ja, man weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, werden wir bei ihm hier, er hat mehrere legendäre Gegenstände, aber bei ihm werden wir jetzt nur auf den Bogen gucken. Und zwar ist hier die erste legendäre Waffe, ist hier der Amors Bogen. Ja, trifft dich direkt ins Herz oder trifft direkt ins Herz, besser gesagt. Ne? Ja, so sieht das Ganze hier bei ihm aus. Das ist hier das Design von dem Bogen, ja, von der Kundschafterwaffe. Ja, die man hier bekommen kann aus dem legendären Dungeon. So sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt keinen direkten Vergleich so jetzt, ne? Aber ja, er hat hier auch 56% Blitzschaden. Die Rune ist ja halt ein bisschen besser und der Schaden von der Waffe ist halt auch ein bisschen besser. So, die Spanne kann man dann natürlich nicht beeinflussen, das ist klar, ne? Da muss man dann halt, wie gesagt, Glück haben, dass man halt eine Waffe bekommt mit guter Spanne. So, das wäre natürlich das Nonplusultra, wenn man eine legendäre Waffe mit super geiler Spanne bekommt, aber ja, kannst natürlich auch Pech haben, voll die Crap-Spanne bekommen auf einer legendären Waffe. Das ist natürlich nicht so cool, ne? Und die Spanne kann man halt nicht ändern. Ja, so viel zu der ersten legendären Waffe. Dann kommen wir zum Viper. Grüße gehen raus an Viper. Der stellt uns hier das legendäre Schild vor vom Krieger. Ihr seht es bereits schon. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Und wir gehen auf die Beschreibung. Und zwar heißt das menschlicher Schild. Schwer zu reparieren, aber leicht zu ersetzen. Ja, hier ist das Ganze. Und hat er hier auch 8-mal verbessert. Ist das Kriegerschild, das legendäre, ist ganz cool, würde ich sagen. Also ja, sieht besonders aus, so, ne? Text, ja, ist okay, gab schon bessere, aber ja, ist auf jeden Fall ganz cool. So, dann kommen wir zum nächsten, den ich mir notiert habe, und zwar ist das der German 8.4. Der zeigt uns hier seine Waffe, und zwar ist das die vom Magier. Ja, das ist die legendäre Magierwaffe und ich finde persönlich, die sieht sehr nice aus. Ja, die sieht sehr nice aus. So, wir gucken rauf. Der Dreizack des Teufels. Der Zweck heiligt die Mittel. So, und ich muss mal gucken, ob die irgendwelche Animationen haben. Ich mache mal ein bisschen lauter hier, so vielleicht. Ich schaue mal, ich greife ihn mal an. Mal gucken, wie die Animation der Waffe aussieht. Okay, ja, relativ unspektakulär. Der Sound ist nicht großartig anders. Ne? Wir können auch nochmal beim Manchurian nochmal reinschauen hier auf den Bogen. Zack, so sieht der Bogen aus. Ja, ganz normaler Blitzschaden, Animation hat er hier drauf. So, dann können wir nochmal beim Viper sein Schild gucken, ob er das hochnimmt. Ich werde wahrscheinlich hier nicht den ersten Angriff machen können, leider. Weil ich keine Verzauberung drauf habe, deswegen wird er immer den ersten Angriff machen. Ja, das ist schade. Also Schild können wir uns hier nicht angucken, ne? Aber ich denke mal, ist auch nichts weiter großartig Besonderes. Ja, wie gesagt, das hier ist die Magierwaffe, der Dreizack des Teufels. So, dann kommen wir jetzt zum Zauriel, ja. Der hat hier jetzt auch noch, dann haben wir die Waffen nämlich soweit schon abgearbeitet. Der hat hier die Kriegerwaffe. So sieht die Kriegerwaffe aus. Ich finde persönlich von den 3 legendären Waffen, die zur Auswahl stehen, muss ich sagen, ist tatsächlich, ja, die Kriegerwaffe gefällt mir optisch am besten. Excalibur heißt das hier. Das mit dem Rausziehen hat nur so mittelgut
geklappt, ja. Ja, schöne Anspielung auf jeden Fall und hier sehen wir, wie gesagt, das Excalibur steckt noch im Stein drinne, trotzdem haut der Zauriel damit zu, ja, und ich denke mal, damit wird er auch einiges an Schaden raushauen. So sieht das Ganze aus in der Animation, ja, haut er hier einen Stein mit einem Schwert einfach, ja, er zieht das Schwert gar nicht raus, ist ihm egal, er nimmt einfach den ganzen Stein mit als Waffe, ja. Gut, jetzt kommen wir zum Seaspec, ja. Der Seaspec hat hier nämlich fast alle legendären Gegenstände, oder er hat zumindest auch die restlichen legendären Gegenstände, die uns hier jetzt fehlen, und die werden wir jetzt auch abarbeiten. So, wir fangen links oben an, und zwar haben wir hier den echter Heiligenschein. Ja, das ist der echte Heiligenschein. Gibt es eigentlich erst, wenn man tot ist. Ja, schöne Beschreibung auf jeden Fall, so sieht das Ganze hier bei ihm aus. Ja, Erfahrungsbonus 10% ist gemaxt. Man muss immer gucken, so die Leute werden wahrscheinlich hier auf die S1 gemaxten Arena-Manager haben, zumindest viele, nicht alle, ne? Und deswegen kann man da dann nicht so drauf schauen. So, dann haben wir, also er ist hier komplett legendär ausgerüstet, also er hat hier schon ein paar Runs hinter sich. Den kennen wir ja schon, den habe ich ja, das ist ja mein erstes Leggy-Item, was ich bekommen habe, St. Martins halber Mantel. Die andere Hälfte hat irgendein Penner, ja, das haben wir ja aus dem ersten Run bekommen. Die Leute, die dabei waren, werden es gesehen haben auf jeden Fall. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Dann kommen wir zu den Handschuhen. Casanovas Federhandschuh. Damit kann man nicht nur gut kämpfen. Ja. Also ich weiß nicht, irgendwie haben die einen bestimmten Stil irgendwie gewählt hier bei den legendären Items. Irgendwie so alles ziemlich irgendwie so Armor aus Pfeil, so liebesmäßig, so irgendwie, weiß ich nicht. Aber ja, sind legendäre Items auf jeden Fall. Hier sehen wir auch die Schuhe. Hier unten, da ist, glaube ich, so ein bisschen Blut drauf, so wie ich das sehe auf dem hinteren Schuh. Und zwar sind das Aschenputtels Schuhe. Alle beide. Ja, es ist nicht nur ein Schuh, es sind beide Schuhe tatsächlich. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Das sind auf jeden Fall die legendären Schuhe. Dann kommen wir auf die rechte Seite hier. Das Aurin ist eine lange Geschichte. Ja, also die Anspielung kann ich leider nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr mir da in den Kommentaren auf die Sprünge helfen. Ja, mit Aurin kann ich jetzt leider nicht ganz so viel anfangen, aber ja, ist auf jeden Fall eine lange Geschichte. Hier das legendäre Item. So, Gürtel 7 auf einen Streich. Ja, könnte missverstanden werden. Ja, das ist hier der legendäre Gürtel auf jeden Fall. So sieht er aus. Dann haben wir den Ring. Der Ring der Nibelungen, bekannt aus dem gleichnamigen Musical. So, das ist auf jeden Fall der legendäre Ring. Dann haben wir hier soweit nämlich alle abgearbeitet. Und als letztes haben wir hier die Büchse der Pandora. Leider schon offen. Ja, das ist auf jeden Fall der letzte legendäre Gegenstand. Und somit haben wir alle Gegenstände, oder ich habe euch zumindest alle Gegenstände mal gezeigt, die es momentan gibt. Ja, kann ja sein, dass eines Tages nochmal irgendwann neue legendäre Gegenstände da mit hinzukommen werden. Ja, das weiß natürlich keiner. Weiß ich auch nicht. Gucken, was sagt denn hier der... 2 Pilze für eine Stunde. Kann man machen. Komm, nehmen wir mal mit hier. Nochmal zum Schluss hier nochmal ein bisschen durch den Dungeon hier rushen. Achso, warte mal, ich muss mal, stimmt, hätte ich jetzt fast vergessen, ich muss natürlich meine Qualitätsitems anlegen. Ich habe die irgendwo extra hier hingelegt, glaube ich, oder? Oder habe ich die jetzt schon an? Muss ich mal gucken. Gold, epische. Gold, Erfahrung, Qualität 2. Oder habe ich die schon wieder weggeschmissen hier? Das kann natürlich auch sein. Dass ich die im Eifer des Gefechts einfach so weggeschmissen habe. Jo, habe ich glaube ich, entsorgt. Ja, es ist ein ziemliches Durcheinander und deswegen... Achso, nee, ich glaube, das war... Stimmt, ich hatte die auf meinem Marquardt gehabt hier, ne? Ich glaube, so war das gewesen. Qualität haben wir hier. Und... ey. Stimmt, so hatten wir das ja gemacht. Also nicht weggeschmissen. Zack. Und zack. So. Die sind wichtig, die Items. Die darf ich nicht wegschmeißen. Ey, da müsst ihr wirklich aufpassen, ne? So. Und ja, wollte ich euch mal auf jeden Fall auch zeigen, wie die legendären Items aussehen. Für die Leute, die, ja, wahrscheinlich die meisten von euch niemals alle irgendwie sehen werden.
Ja, ich bin auch noch am Überlegen, ob ich nochmal einen Rush mache und mir alle legendären Items gönne. Einfach nur, um sie zu haben. Ja, aber gezeigt habe ich sie euch ja jetzt so oder so. Auf jeden Fall wisst ihr denn Bescheid, wie das Ganze aussieht, was sie für Texte haben, wie die designt sind. Ne? Und ja, ich meine, so Stat-mäßig, weiß ich nicht. Lohnt sich ja jetzt, weiß ich nicht, also ob sich das so statmäßig lohnt für die Anzahl an Pilze, das muss halt wirklich jeder selbst wissen. Aber mir geht es halt tatsächlich nicht wirklich um die Stat-Punkte, weil was sind 50, 60, 70, 80 mehr Stat-Punkte für ein legendäres Item auf meinem Level? Das ist gefühlt gar nichts, ja. Und wenn ihr da denn, keine Ahnung, um alle legendären Gegenstände zu bekommen, was weiß ich, wie viele Pilze ausgibt, 3.000, 4.000 oder so, dann weiß ich nicht, ob sich das so lohnt, weil wie gesagt, auf meinem Level lohnt es sich halt nicht so. Und dadurch, dass es halt mit einem Level skaliert, wird es sich auf eurem Level vielleicht auch nicht ganz so doll lohnen. Also alleine von den Stat-Punkten, also wenn ihr alleine von den Stat-Punkten ausgehen wollt, dass ihr die Legis haben möchtet, dann würde ich euch sagen, nee, lohnt sich nicht ganz so. Ne? Wenn ihr aber wirklich ein Sammler seid und darauf nicht verzichten könnt, dann klar, schlag zu. So, ist natürlich dann, könnt ihr machen so, ne? Aber wie gesagt, alleine Statpunkt technisch her würde ich euch das jetzt mal so nicht empfehlen. So, wir gehen nochmal hier rein. Let's go, gib ihn. Ja. Und ich versuche jetzt zum Anfang immer ein paar mehr Schlüssel zu sammeln, damit ich, weil nachdem ihr sterben solltet, behaltet ihr ja die Schlüssel, ne? Deswegen ist das ganz gut. Na komm, Risiko, let's go. Ah, Steine, ja, let's go. Gib ihn, die Steine. Ja, da bin ich immer froh, dass... oh, shit, ein Gegner. Ja, ich meine, das kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, Lava sein, Wasser... Obwohl, Wasser ist eigentlich auch chillig irgendwie so, ne? Komm, jetzt nehmen wir mal das hier. Wir haben hier so viele Schlüssel parat. Komm, den looten wir mal. Ah, siehst du, ein paar Handschuhe. Also, ich muss sagen, das ist wirklich eine... soll ich fliehen? Scheiße, bin tot. Ja, ich muss sagen, der Dungeon ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Einnahmequelle, was das Goldeinkommen angeht. Ich sehe gerade hier, die Rune ist auch nicht viel deutlich besser irgendwie, ja, als von meinem Leggy. Ja, aber vielleicht bin ich gerade an einem Breakpoint, der gerade ungünstig ist, kann auch sein. Ja, also wer hier wirklich viel Pilz investieren will, der kann hier gut Gold farmen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse, ja, Goldressource hier, die ihr habt. Und ja, also das ist auf jeden Fall heftig. So, die wechseln wir aus. Die bekommt hier wieder mein Morgwort. Ja, und ja, dann können wir ganz normal weiterquesten. Ja, so sieht das aus. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg weiterhin in dem Legendary Dungeon. Ich werde euch auf jeden Fall auch noch weiter auf dem aktuellsten Stand der Dinge halten, falls es irgendwas Neues geben sollte. Und ich werde auch noch mal, denke ich mal, einen Stream dazu machen, wie wir nochmal vielleicht einen Dungeon Run komplett durchrushen werden. Von 0 auf 200, ja, in ein paar Sekunden. Ja, Speedrun, machen wir Speedrun hier. Und jo, das werden wir nochmal in Livestream-Form machen, weil das hat unglaublich gebockt auf jeden Fall. Und das eignet sich für einen Livestream auch besser als für ein Video, ne? Denke ich mal so. Jo, das soll es soweit gewesen sein. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.